Moin Moin aus Kroatien. Heute sind wir in Vinjerac. Das ist eine kleine Ortschaft von Posedarje. Das befindet sich in der Nähe von Zadar. Wie ihr bestimmt hinter mir sehen könnt, sieht aus wie eine Postkarte. Aber nein, das ist echt. Das ist das Velebit-Gebirge. Auf der anderen Seite sieht man Paklenica. Dort wurde damals Winnetou gedreht. Und heute präsentiere ich euch eine super exklusive Villa, die sich über... Nein, wir machen es zum Schluss. Das Fazit gibt es wieder ganz zum Schluss. Dann bleibt ihr auch bis zum Ende dran und schaut mit. Wir befinden uns jetzt hier im Obergeschoss. Und das ist einmal der Blick. Wir sind noch in der Bauphase. Es können noch Kleinigkeiten, farbtontechnisch können noch entschieden werden. Aber wir sind hier relativ auf dem letzten Steps. Dies hier... Wenn man mal schaut, dies ist eine der 3 Terrassen, Balkone. Aber ich werde euch jetzt nach und nach jeden Bereich zeigen und einmal ausführlich alles vorstellen. So, das ist einmal, hier kommt man aus dem Master Bedroom, aus dem Master Schlafzimmer. Das ist oben quasi der oberste Bereich. Und hier hat man halt die Sicht, oder besser gesagt von jedem Geschoss hat man die freie Sicht aufs Velebit-Gebirge und auf den kleinen süßen Ort. Ist ja eigentlich ein kleines Fischerörtchen, der Fischerort Vinjerac. Man sieht da vorne ist ein sehr kleines Café, eine super schöne Kirche und hier sind auch überall sehr schöne kleine Buchten zum Schwimmen. Und es ist sehr ruhig gelegen. Man kommt hier rein, von oben runter gefahren und es ist quasi One-Way. Nur rein und du musst denselben Weg wieder rausfahren. Dementsprechend so gut wie gar kein Durchgangsverkehr. So, jetzt zeige ich euch nach und nach, Etage für Etage, Zimmer für Zimmer. Kommt mal mit. Wie gesagt, wieder sehr schöne Schiebeelemente, die man beide öffnen kann und dementsprechend morgens seinen Kaffee mit diesem Blick genießen kann. Das ist einfach nur der Hammer. Das ist der Wahnsinn. So, hier ist ein kleines Gäste-WC oder kleines WC für das Schlafzimmer. Oder besser gesagt den Aufenthaltsraum. Wie gesagt, da ist das Gäste-WC und hier ist in dem Bereich eine Sauna nachher mit einem kleinen Duschbereich in der Ecke. Die Isolierung ist schon soweit fertig, die Abdichtung. Und hinter meiner Kamerafrau, alias Frau, wie immer, ist der Master Bedroom. Gleich angebunden mit dem Badezimmer, Dusche. Ob eine Badewanne eingesetzt wird, glaube ich eher weniger. Das wird vom Platz her nicht so ganz passen. Aber Dusche, WC, Waschtisch und hier schläft man nachher und schaut direkt, ich möchte jetzt ungern die Folie abreißen, aber wenn man hier durchlinst, man schläft und schaut beim Schlafen aufs Velebit-Gebirge. Mal kurz durchgelinst. Und so gut wie jede Decke ist abgehängt und hat nachher eine indirekte Beleuchtung. Wer schon mal gesehen hat, weiß, es sieht sehr homogen und sehr geil aus. So, das war der 2. Stock. Jetzt geht's in den 1. Stock. Kommt mit. Hier befinden wir uns im 1. Geschoss. Hier ist ein kleines Spielzimmer für die Kinder nachher. Auch wieder abgehängte Decke. Genau gegenüber haben wir noch ein Schlafzimmer. Wieder mit Badezimmer, WC, Dusche, alles was dazugehört. Exakt wieder mit der Schlafposition in Richtung Velebit-Gebirge. By the way, wir haben jetzt gerade 19 Grad und trotzdem ist oben noch ein ganz klein bisschen Schnee. Und man hat den direkten Blick auf den Infinity Pool, den wir euch aber gleich nochmal zeigen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem anderen Schlafzimmer im 1. Stock. Hier ist das 2. Schlafzimmer im 1. Geschoss. Auch wieder mit einer Dusche, mal eben zum Zeigen. Es ist riesengroß, mit der Dusche in der Ecke. WC sehr privat, schön in der Ecke, versteckt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Schlafbereich dieses Schlafzimmers. Exakt wieder dasselbe. Schlafzimmer. Man muss sich jetzt vorstellen, ich liege hier, man wacht morgens auf und hat diesen Blick. Das ist doch... Ich mache mal auf, die Scheiben sind dreckig.
Und by the way auch wieder super hochwertige Schiebeelemente mit diesem Blick. Ist das der Hammer oder nicht? Hier kommt nachher noch eine Glastrennwand noch oben rauf. Das ist, wenn wir nachher Boda haben, ein bisschen windiger ist man hier noch sehr, sehr geschützt. Auf jeden Fall der Hammer. Und jetzt gehen wir ins Erdgeschoss. Komm mit. So, und hier befinden wir uns jetzt im Erdgeschoss. Wir haben hier noch ein Schlafzimmer wieder. Wieder mit einem Badezimmer, WC, Dusche etc. pp. Reiht sich sogar. Exakt wieder mit der Schlafposition in Richtung Wellebittgebirge. Jetzt gerade mit Rollladenkasten, aber wenn man öffnet, kann man morgens zum Abkühlen direkt in den Infinity Pool und gleichzeitig die Aussicht genießen. Ist das nicht der Hammer? Wenn ihr bis hierhin dabei gewesen seid, lasst mal einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo, würden wir uns freuen. Und wieder abgehängte Decken. Der große Wohnbereich, auch mit abgehängte Decken, nachher auch beleuchtet. Hier befinden wir uns quasi auch schon in der Küche. Das hier ist nachher der Küchenbereich. Und hier nebenan haben wir den eigentlichen Gästeeingang oder den Haupteingangsbereich. Links ab ist die Treppe hinunter und auch vor der Garage. Da ist im Endeffekt direkt der Bereich vor der Garage. Nebeneingangsbereich die Küche mit einer Insel. Hier ist der Gang oder der Eingang zum Pool. Rechts neben ist noch ein kleines Gäste-WC wieder. Auch wieder indirekte Beleuchtung. Einmal einen kurzen Schwenk hier raus. Ist alles noch in der Rohbauphase. Ein wunderschöner Infinity Pool. Und man hört es, glaube ich, an der Akustik. Durch den Innenhof. Sehr, sehr schön privat. Und jetzt schauen wir nochmal von innen den Wohnbereich und dann gehen wir nach unten. Und dann zeige ich euch das mal von außen. So, und hier sind wir im Wohnbereich. By the way, Klimaanlage von der Decke aus gesehen. Und hier kann man sich das nachher so vorstellen, dass man hier wieder direkt auf das Meer, auf das Wellebittgebirge schaut. Mit einer kleinen Terrasse. Und man sieht hier schon mal ein kleines Element, ein kleines Glaselement. So auf der Höhe erstreckt sich das nachher auf jeder Etage. Und jetzt zeige ich euch noch den Keller und dann nochmal die Außenansicht. So, und hier sind wir im Keller. Ist nicht ganz so gut mit der Beleuchtung, wir helfen uns ein bisschen nach. Hier ist der kleine Vorflur. Hier wird noch eine kleine Art Wäschekammer, Storage Room, wie auch immer. Hier sind dann nochmal 2 Technikräume, wo einiges an Technik und die Pooltechnik untergebracht wird. Und auf der anderen Seite, so, und hier ist das eigentliche Herzstück des ganzen Komplexes, Gebäude, der Technikraum. Und hier geht alles nachher zusammen mit der ganzen Technik, mit der Elektronik. Was für ein Umfang, das kann ich euch dann vor Ort nochmal persönlich zeigen. Und hier steht ihr nachher mit eurem Fahrzeug, 1, 2, Motorrad, Jetski, was auch immer, was ihr hier haben werdet. Für alles ist Platz, genau. Hier könnt ihr nachher stehen. Hier ist nachher das Garagentor in dem Bereich. Hier vorne ist noch ein kleiner Vorraum. Hier könnte noch ein Fahrzeug stehen, hier könnte noch ein Fahrzeug stehen. Also insgesamt könnten hier, ich sag mal, nachher 4 Fahrzeuge vernünftig stehen. Und hier ist der eigentliche Eingang für Besucher. Hier entsteht nachher eine Treppe. Jetzt ist es noch schräg, aber hier läuft es nachher hoch. Und das ist vorne der Haupteingang, wie ich euch das vorhin gezeigt habe. Jetzt zeige ich euch noch einmal von außen mit der Drohne passieren. Dann seht ihr die Außenansicht und danach gibt es das Fazit.
hoffe, euch haben die Drohnenaufnahmen gefallen. Ist nicht weit zum Wasser, sind ungefähr 100 Meter, wenn überhaupt, zum Meer. Zum wunderschönen Café unten in Vineyards, ist nicht weit. Und jetzt kommt das Fazit. Wir befinden uns hier auf 441 Quadratmeter Wohnfläche, 4 Schlafzimmer, ähnliche Zimmer zur anderweitigen Nutzung mit Sauna, mit Pool, Riesengarage, viel Stellfläche, alles super exklusiv, ist der Hammer. Und wie gehabt, wenn ihr weitere Informationen haben wollt, wissen wollt, wenn ihr euch treffen wollt, wenn ihr das Objekt anschauen wollt, Informationen alle wieder in der Videobeschreibung unten, das Exposé, meine Kontaktdaten, alles was ihr benötigt, um dieses wunderschöne Objekt zu erwerben oder zu besichtigen. Fertigstellung soll irgendwann im Laufe dieses Jahres sein. Ein genaues Datum weiß ich nicht, aber wenn ihr euch meldet, kann ich das natürlich das ungefähre Datum relativ schnell in Erfahrung bringen. Jetzt das Like nicht vergessen, lasst noch ein nettes Kommentar da. Natürlich auch abonnieren den Kanal, da würden wir uns drüber freuen. Und wir freuen uns auf die nächste Besichtigung. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.